Softwarepistole Colt 1911 Railgun. Viel Spaß! Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute habe ich meine zweite Softwarepistole, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar habe ich für euch das Modell Colt 1911 Railgun hier als Bicolor, als Government-Modell. Das gibt es noch als schwarzes Modell, als Tan und als Stainless. Das ist eine Serie, eine Vierer-Serie, die von KWC aufgelegt worden ist und die ihr, vielen Dank vorab fürs zur Verfügung stellen, bei meinem neuen Partner beim Action Shop 24 euch bestellen könnt. Dort bekommt ihr alle Versionen, dort bekommt ihr Ersatzmagazine und natürlich das Verbrauchsmaterial, alles was ihr dazu benötigt. Ja, cool. Ich möchte euch halt natürlich das Modell ein bisschen aus der Nähe zeigen. Ich will einen Schusstest natürlich für euch machen. Ich will einen Chronitest für euch machen. Und dann erzähle ich euch ein bisschen was über die Vor- und... Ups. Und Entschuldigung. Und dann erzähle ich euch ein bisschen was über die Vor- und Nachteile. Kurz erschrocken. Also, los geht's mit den Nahaufnahmen. Wir haben ein Vollmetallmodell mit 22 cm Länge und einem Gewicht von knapp über 900 Gramm. Hier vorne, ja, ich mag das eigentlich nicht, wenn man so in den Lauf guckt, ich halte es ein bisschen schräg, seht ihr ein Laufinnengewinde, dort kann zum Beispiel ein Schalldämpfer oder ein Tracer angebracht werden. Hier vorne haben wir die offene Visierung, das Korn sozusagen mit einem schönen weißen Punkt. Hier hinten dran seht ihr die Kimme auch mit zwei weißen Punkten, dass man, ich gucke mal, dass ich so in die Kamera halte. Ja. Ich halte mir die Hand davor. Ah, jetzt hat klar. Guck mal, da können wir richtig schön anvisieren dann. Ja, dann haben wir hier unten eine Picatinny-Schiene, wo man zum Beispiel eine Taschenlampenattrappe aufbringen kann. Echte Taschenlampen und so weiter sind ja nicht erlaubt. Wir haben hier den Abzug im Skeleton-Stil. So, dann hier hinten seht ihr den Hammer, den man zurückziehen kann. Dann haben wir den sogenannten Biberschwanz, der euch einfach davor schützt, wenn der Schlitten nach hinten kommt, dass die Hand halt eben geschützt ist. Jetzt habt ihr gesehen, wo ich den Schlittenfang, den Schlitten betätigt habe, dass der Schlittenfang dann greift, der mir den Schlitten dann eben nach hinten hält. Wenn ich den wieder runterziehe, geht er eben wieder nach vorne. Ja, der Abzug im Skeleton-Stil, ich glaube nur die schwarze Version hat er nicht als Skeleton, sondern als voll. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Guckt es euch einfach mal im Shop an, dann könnt ihr euch das genauer anschauen. Ja, dann haben wir hier die Colt 1911 typische Handballensicherung. Das heißt, man kann hier nichts abziehen, wenn nicht parallel hinten die Handballensicherung gedrückt ist. Und die kann man halt eben aktivieren, indem man die Pistole einfach in die Hand nimmt. Ich habe natürlich, gleich zu den Sicherheitshinweisen muss ich noch sagen, hier ist keine Kartusche drin und auch, ihr seht es an den Magazinlippen hier oben dran, keine Munition. Ja, jetzt wo wir das Magazin außen haben, ihr seht, es ist eine CO2-Pistole. Die Ergiebigkeit sind ungefähr 50 bis 60 Schuss pro 12 Gramm CO2-Kartusche. Hier werden am besten mit einem Speedloader, zeige ich euch dann, 17 BBs eingefüllt. Und hier oben seht ihr dann auch die, in dem Fall Kunststoff Magazinlippen. Die sind halt auch einfach, der Kunststoff ist dann einfach auch beständiger auf die Zeit. Der Rest, wie gesagt, alles aus Vollmetall. Was habe ich noch? Ich habe noch die Flügelsicherung, die seht ihr hier. Die kann man, wenn der Hammer gezogen ist, kann man die Sicherung aktivieren und kann sie auch wieder deaktivieren. Und dann kann ich sie eben auslösen. Genau. Okay, dann hätte ich gesagt, wir packen mal ein bisschen Munition, ein paar BBs in das Magazin. Dafür haben wir hier den Magazin... Ups, Entschuldigung, hier ist er, der Magazinauswurf. Okay. Hier habe ich noch einen schönen Tipp für diese Magazine bekommen. Wenn man weiche Fingernägel hat und nicht zurückhalten kann ordentlich, dann kann man zum Beispiel so, es gibt doch diese Zahnseide, diese kleinen Bügel, kann man es damit nach hinten ziehen. Ich wollte jetzt meinem Sohn keine klauen, wir haben noch keine neuen nachbesorgt, deswegen wollte ich ihm jetzt keine wegnehmen. Okay, ich habe das jetzt zurückgezogen. Dann gehe ich mit dem Speedloader her und fülle in dem Fall, upsa,
Ich gucke mal, dass ich das gleichzeitig in die Kamera bringe und mir dabei nichts breche. Ja. War ein bisschen verstopft. So. So seht ihr, sollte es nicht ausschauen. So schaut es dann schon mal besser aus. Dass sie richtig schön versetzt im Magazin drin sind. Okay, dann wird es natürlich noch an der Zeit, dass wir eine 12 Gramm CO2-Kartusche einlegen. Ich zeige es euch gerade mal. So. Ich habe hier vorne den Anstecher. Entschuldigung, ich zitter etwas. Ich habe noch nichts gefrühstückt und zu viel Kaffee getrunken. So, dann habe ich sie hier eingelegt und hier unten ist das Gewinde, womit ich die dann reinschraube. So, okay Leute, ich hätte gesagt, wir schießen mal ein Magazin durch. Alles klar, dann gucken wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Na, das ist doch ganz gut gelungen. Ich mache das hier extra ein bisschen, lasse es ein bisschen spiegeln, dann kann man die Löcher besser sehen. Also ich finde, dafür, dass ich das letzte Mal kritisiert wurde, dass ich nicht so präzise geschossen habe, habe ich mich heute mal ein bisschen mehr angestrengt. Und ja, das Ergebnis aus 7 Meter kann sich doch absolut sehen lassen, oder? Also ich finde, da spricht nichts dagegen. Also 0,25 Gramm BBs. Ich mache mal ein paar Schuss. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt insgesamt geladen habe. Gucken wir uns mal an. Okay, ich habe mal 10 Schuss jetzt einfach gemacht. Schussanzahl 10, Durchschnitt 1,32 Joule. Durchschnittliche Geschwindigkeit 103 Meter, von 98 bis 106. Eine Konstanz von 8,5 Meter. Standardabweichung 2,7 Meter. Also ich finde, ich halte es euch nochmal hier so in die Kamera, dass es extra mal ein bisschen spiegelt hier. Ich lasse das Licht ein bisschen für mich spielen. Die Präzision aus 6 bis 7 Metern von dem Soft Air Amateur finde ich die echt nicht schlecht, muss ich sagen. Okay, ich habe euch noch gar nicht die Markings gezeigt. Wir haben hier zum einen das Colt Marking mit der Bezeichnung hier hinten das aufbäumende Pferd von Colt. Da haben wir hier dann nochmal Railgun stehen, 6 mm BB mit dem natürlich F-Zeichen. Den Aufkleber hier kann man wegmachen, aber da ich die zurückgebe, lasse ich den natürlich dran. Ich würde jetzt mal euch zeigen, wie die Pistole geöffnet wird. Zuerst entfernt man das Magazin. Dann zieht man den, jetzt muss ich gucken, dass das hier so funktioniert, zieht man den Schlitten zurück. Bis zu dieser Position, wo die kleine Aussparung da ist. Seht ihr das? Und in dem Moment, jetzt, kann man hier auf der anderen Seite, das ist das hier, das kleine Knöpfchen, so sprich den Schlittenfang eben lösen. Den habe ich jetzt rausgenommen, versuche das immer noch mit einer Hand zu halten. Jetzt kann man den Schlitten nach vorne abnehmen. Die einzigen Teile, die aus Stahl selbst sind, sind die Federn. Da haben wir hier 2 davon. Das war hier unten und oben ist, sorgt dann für diesen geilen Blowback-Effekt. Hat richtig schön Schmackes. Und dann wollte ich noch zeigen euch. Ja, da ist es. Hier, ich guck mal, hier seht ihr das kleine Rädchen, wo mein Zeigefinger ist. Da kann man eben das Box-System einstellen. Das ist jetzt nicht wie bei einem Hop-Up eine einfache Stabilisation, sondern eine zweifache. Da könnt ihr das eben noch einstellen. So sieht dann die Pistole von innen noch aus. Alles schön aus Metall gearbeitet. Das Draufbauen funktioniert dann auch wieder ganz einfach. Ich setze das hier, ich muss immer nur gucken, dass ich parallel in der Kamera bin. Das ist hier drauf. Führe das zurück, bis wir hier diese kleine Aussparung wieder haben. Sorry, das ist ein bisschen so.
Und dann setze ich den Stift hier ein, setze das hier ein und der Schlittenfang greift wieder. Das zum den internen Eigenschaften und zum Zerlegen der Pistole. Ich hätte gesagt, Leute, es wird Zeit für ein Fazit. Tja Leute, 200 Euro ruft die Pistole auf oder 200 Euro werden für die Pistole aufgerufen für alle 4 Modelle jeweils. Was bekommt ihr dafür? Ihr bekommt eine ganze Menge Qualität. Eine Vollmetallpistole, wo lediglich die Federn und die Schrauben aus Stahl sind, der Außenlauf aus Alu und der Innenlauf aus Messing. Ich habe euch noch nicht gezeigt, das gehört jetzt nicht unbedingt zum Fazit, aber hier unten ist noch eine Öse für ein Lanyard, für ein Pistolenlanyard, das ihr dann eben auch noch befestigen könnt. Wir haben eine ordentliche Präzision, wir haben 1,3 Joule Leistung. Natürlich sind die 1,3 Joule für viele Spielfelder etwas zu stark. Da könnt ihr die dann halt wahrscheinlich nicht schießen. Eine Kapazität, also eine Effektivität des CO2-Verbrauchs haben wir von 50 bis 60 Schuss pro CO2-Kartusche. Wenn ihr natürlich ein bisschen länger spielt, besorgt euch ein zweites, besorgt euch ein drittes Magazin und dann könnt ihr auch an dem Spieltag längere Wettkämpfe halt eben mit den verschiedenen Magazinen bestreiten. Eine hohe Sicherheit bietet natürlich die Handballensicherung, die halt auf jeden Fall, also man kann die nicht abziehen, wenn der Handballen nicht angelegt ist, sprich wenn sie nicht in der Hand ist. Das ist auf jeden Fall auch ein großer Vorteil. Und dann, wenn der Hammer gezogen ist, könnt ihr auch die Flügelsicherung noch einmachen. Ein kleines Manko ist noch, die Visierung ist nicht verstellbar, die offene Visierung. Allerdings, ihr habt es gerade an meinem Schusstest gesehen, finde ich, gibt es auch überhaupt keinen Grund, dass man da eine Verstellung fordert, weil die Präzision war wirklich hervorragend. Okay, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Boah, ich habe jetzt einen absolut trockenen Mund. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich so viel geredet habe über so ein kleines Stück Technik. Also das ist... man hat gerade mal eine Hand voll und man kann wirklich, keine Ahnung, wie lange das Video geworden ist, 10, 20 Minuten da irgendwelche Sachen halt eben drüber erzählen, was da halt eben alles verbaut ist. Von meiner Seite aus, es gibt eine Empfehlung wirklich dafür, für Spielfelder ist sie nicht geeignet, okay, da ist sie einfach ein bisschen zu stark dafür, es sei denn, es wäre erlaubt bei euch, das müsst ihr halt einfach mal eben erfragen. Und bevor der Nachbar jetzt mit seinem Presslufthammer hier noch weiter unser Video stört, hätte ich gesagt, ich bin raus für heute. Danke euch fürs Zuschauen, schaut auf meine Seite ergandi.de, abonniert euch die Seite, da gibt es noch eine ganze Menge Fotos, ich habe da glaube ich 20, 30 Fotos noch dazu gemacht, wo es halt eben auch Nahaufnahmen gibt. Da gibt es einmal die Woche natürlich noch ein neues Video halt. Sorry, ich war ein bisschen, jetzt ist sogar noch meine Kamera leer. Jetzt wird's Zeit. Ciao, Servus, sagt der Gandhi.